شكون هو الممثل اللي ما عمرو شرا دار؟ Wie schafft ihr es, liebe Marokkanerinnen und Marokkaner, wie schafft ihr es, einen Satz innerhalb von 0,2 Sekunden zu sprechen? So, da bin ich wieder. Es ist inzwischen morgen geworden und jetzt können wir mit dem Video weitermachen. Ja, und zwar kommt jetzt dieser famose Satz, und zwar ist das aus so einem ja, YouTube-Kanal, ein Programm, das sehr professionell gemacht ist. Sehr gut auch zum Lernen. Nicht alles wird mit Untertiteln versehen, also das ist mit marokkanisch-arabischen Untertiteln versehen, aber nicht alles. Trotzdem ist es hervorragend produziert und ja, Leute, die so ein bisschen Spaß am ja, Rätseln, Karlauer und so Spaß haben, ne? Dann, die können sich gerne ansehen und werden dann wirklich die volle Ladung, wie in der Wirklichkeit, mehr oder minder, an Darija bekommen. So, wir gehen jetzt zu diesem, ja, zu diesem famosen Satz. Und dann schauen wir mal, ob das jemand, der schon mal Arabisch gemacht hat, versteht. Also ich gehe mal davon aus, ja, ich weiß, es ist zu viel verlangt, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr schon Hocharabisch könnt oder einen Dialekt könnt oder irgendwie schon Erfahrung ein bisschen mit Arabisch habt. Ja? Also für den absoluten Anfänger ist das jetzt natürlich nichts, aber ich will damit nur zeigen, wie nah das Darija, also in vielen Aspekten eigentlich den anderen Dialekten ist und gar nicht mal so dieser wahnsinnig ja, andere Dialekt ist oder die wahnsinnig andere Sprache ist. Ne? So. Dann schauen wir mal. Das ist auf, ja, wir machen es jetzt erstmal ohne Bild. Ja. شكون هو الممثل اللي ما عمرو شرا دار؟ Wie schafft ihr es, liebe Marokkanerinnen und Marokkaner, wie schafft ihr es, einen Satz innerhalb von 0,2 Sekunden zu sprechen? Es ist schneller als Bruce Lee schlagen kann. Also, ja, ich bin beeindruckt und ja, das ist auch schon die größte Schwierigkeit von also das ist auch schon die größte Schwierigkeit des marokkanisch-arabischen. So, jetzt gehen wir ins Bild rein. شكون هو الممثل اللي ما عمرو شرا دار؟ So, hier unten seht ihr auch schon den Satz. Also, شكون الممثل اللي ما عمرو شرا الدار؟ شكون هو الممثل اللي ما عمرو شرا الدار؟ شكون هو الممثل اللي ما عمرو شرا الدار؟ Okay, شكون هو الممثل اللي ما عمرو شرا الدار؟ Ja, also ich habe es versucht nachzusprechen. Geht nicht so schnell. Ja, was wird hier gesagt? Also, wir schauen uns mal diesen Satz so im Einzelnen an. Was wird hier eigentlich gesagt? Also, Shkun ist wer. Huwa ist er. Wer ist er? Wer ist er? Mumathil, ja, aber wenn man das mal auf Marokkanisch sagt. Der Schauspieler. Wer ist er, der Schauspieler? Ja, jetzt mal nicht nach der Syntax fragen. Also, wer ist er, der Schauspieler? Li, das ist ein Relativ. Pronomen kann man fast schon nicht sagen, ist wie eine Partikel. Der, hier in dem Fall der. Das ist unveränderlich. Ne? Wie in vielen anderen Dialekten auch. Das sehen wir gleich. Und dann Ma'umro. Ma'umro. Also, das bedeutet nie im Leben. Ma'umro. Okay? Also, das ist so ein Ausdruck, der niemals, nie im Leben bedeutet. Ne? Das Umro in seinem Leben. Dieses O steht für Hu, also im Hocharabischen Hu. Ma'umro. Okay. Und dann Shira. Shira, wie im Hocharabischen Ishtara Yashtari. Oder, also kaufte oder hat gekauft. Und dann Dar. Und Dar steht im marokkanisch-arabischen für Haus. Okay. So, wenn wir das alles zusammensetzen, was haben wir dann da als Satz? Das ist ein relativ komplizierter Satz. Das ist aber deswegen auch ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, dass die Unterschiede auch gar nicht so, also bei solchen Sätzen auf jeden Fall nicht so groß sind.
Zu den allgemeinen Unterschieden zwischen Dialekten und den Gemeinsamkeiten komme ich in einem anderen Video. So, also, wir haben hier also den Satz, wer ist der Schauspieler, der noch nie in seinem Leben ein Haus gekauft hat? So, das ist der Satz. So, jetzt gehen wir mal auf das Hocharabische. Wie würde das denn da aussehen? Also, im Hocharabischen wäre dieser Satz Man huwa al-mumathilu alladhi lam yashtari manzilan fi hayatihi lam yashtari manzilan beitan, ja, das geht auch als Haus. Manzil ist halt so, ne? Auch ja, da wo man sich niederlässt sozusagen. Ja, Haus, ne? Also seine Unterkunft. So. Fi hayatihi. Bon, also das hayatihi kann man auch sagen, ja, lam yashtari manzilan ba'd, noch nicht. Ja, aber wir machen einfach mal, wir gehen einfach mal, das ist auch möglich, das sozusagen. So, das ist Hocharabisch. Ihr seht den Satz. Also, der große Unterschied hier ist einfach nur in dem Shkun, das Man, und ansonsten, huwa al-mumathil alladhi, ja, das ist im Arabischen ist das wirklich ein Pronomen, das sich auch so verändert, je nach, also dieses Relativpronomen, das ist allati, alladhani, allatani und so weiter. Also ist auch reflektierbar, unglaublich schön. Aber das betrifft den Dialekt gar nicht. Und das Schöne ist, gar kein Dialekt. So, also ich kenne auch nicht alle Dialekte hundertprozentig, aber sagen wir mal, die ich kenne, da ist es auch unveränderlich. So. Wir wollen uns lieber die Dialekte angucken. Also ich habe jetzt hier Ägyptisch noch als Vergleichsdialekt genommen, aber da könnte man auch andere nehmen, wo das dann, ja, zum Beispiel Levantinisch, da sähe das jetzt auch nicht sehr viel anders aus als im Ägyptischen, außer in einem Punkt. Und zwar ist das die Verneinung. So. Ja, was haben wir hier? Im Ägyptischen, Min huwa al-mumathil li umru ma ishtarash bayt. Ja? Und warum habe ich dieses Huwa in Klammern genommen? Weil es nicht unbedingt da stehen muss. Also das kann weggelassen werden. Nicht so wie im Hocharabischen, das steht, es muss stehen. Also, Min al-mumathil li umru ma ishtarash bayt. Okay? Oder Min al-mumathil li ma umru ishtara bayt. Ja, da ist dieses ma umru schon die Verneinung. Da muss nicht unbedingt dann das Verb noch eingefasst werden. Ma umru. Ja? So, jetzt sehen wir uns mal besonders das zweite Beispiel an. Ja, Min huwa al-mumathil li ma umru ishtara bayt und Shkun al-mumathil li ma umru ishtara dar. Was haben wir denn da? Also, jetzt gucken wir die mal, stellen wir die nebeneinander. Shkun ist Min. So, das ist ein Wort, das wirklich im marokkanisch-arabischen, das ist auch sehr interessant zu sehen, das kommt in diesem anderen Video, was ich angesprochen habe. Diese sehr oft benutzten Wörter, Fragewörter, Konjunktionen, Füllwörter, Präpositionen, ja, die werden ein bisschen anders ausgesprochen, sind aber ähnlich. Aber viele, viele Wörter, die man sehr oft benutzt, sind sehr unterschiedlich. So, da kommt ein extra Video zu. Und das ist zum Beispiel dieses Shkun, was wer bedeutet. Und danach, diese Huwa, ist auch im Marokkanischen nicht notwendig. Das kann man auch in Klammern setzen. Das tue ich jetzt auch hier. So, das ist in Klammern. Das ist Huwa. Wir vergleichen. Also ägyptisch-arabisch Min, Shkun. Huwa gleich. Mumathil wird ein bisschen anders ausgesprochen, ist aber das gleiche Wort. Illi. Genau das gleiche, diese Partikel. Für den Relativsatz. So, Ma'umru. Wird vielleicht ein bisschen anders ausgesprochen, aber ist Ma'umru. Und dann, bei dem einen ist Ishtara, und bei dem anderen ist es Shira. So, kaufen, ne, geht beides. Das ägyptisch-arabische hat dann eher diese Form, also den 8. Stamm, und das marokkanische eher hat den 1. Stamm.
geht aber beides. So, und dann Dar steht für Haus im Marokkanischen und Beit steht für Haus im Ägyptisch-Arabisch. So, wo ist jetzt der Unterschied? Also ich habe jetzt keinen original ägyptischen Film gefunden, beziehungsweise Video gefunden, wo ein Ägypter das sagt, aber ihr könnt mir vertrauen, so ist das. Und ja, wir schauen uns jetzt einfach das Marokkanisch nochmal an. Was ist da eigentlich los? Warum verstehen wir das nicht? Okay, dann. شكون الممثل اللي ما عمروش راه دار؟ Was? Nein. Okay, also wir gucken nochmal, ob die Dame wirklich Hua sagt oder Hu sagt. شكون الممثل اللي ما عمروش راه دار؟ Ja, da ist es vielleicht. Ne? شكون الممثل اللي ما عمره شرى الدار. Wow, okay, so, jetzt machen wir mal langsam, bitte. Also so geht das nun wirklich gar nicht. Wie kann man bitte so schnell sprechen? Das ist das Problem. So, dann machen wir jetzt mal wirklich sehr langsam. Wir machen jetzt halb so schnell. Halb so schnell. شكون الممثل اللي ما عمروش راه دار؟ Ja, schon besser, ne? شكون هو الممثل اللي ما عمروش راه الدار. شكون الممثل اللي ما عمروش راه دار؟ Ja, شكون هو الممثل اللي ما عمره شرى الدار. شكون هو الممثل اللي ما عمره شرى الدار. Wow, also, was ich damit sagen will, es gibt im Marokkanischen Hunderte, Tausende solcher Sätze, die eigentlich sehr ähnlich sind, also den anderen Dialekten sehr ähnlich sind. Und die von der Struktur auch nicht so gravierend sich unterscheiden von anderen Dialekten. So. Das heißt, wer es sich wirklich ein bisschen schwerer machen will oder auch etwas besonders machen will, der fängt mit Marokkanisch-Arabisch an. Wenn er Dialekte dann so. Dialekte, mindestens einen sollte man Mensch können. Ja? Also einen Dialekt sollte Mensch lernen. Irgendwie, also wenigstens das verstehen, sodass Mensch antworten kann. Und dann diese Eigenschaften der Dialekte können kann. Das ist wichtig. Ich mache dazu ein Video, wie gesagt, der ist schon zum 3. Mal angekündigt, aber das wird ein etwas längeres, wo es um Dialektologie und um die verschiedenen Dialekte geht und ja, und was die so alles gemein haben und was die unterscheidet. Und das ist ein Ansatz, den ich seit geraumer Zeit vertrete und den auch bewerbe, propagiere. So. Ja, wir wollen jetzt mit diesem Video aufhören und ich hoffe, ich habe euch gezeigt, dass das Marokkanisch-Arabisch gar nicht mal so wild ist. Es ist wild, die Aussprache ist ein bisschen anders, ein bisschen sehr anders, aber das Schlimmste ist einfach die Geschwindigkeit und auch der Akzent, den sieht man, also die Betonungen, die Satzbetonung, Wortbetonung. Mumetil, ja, Mumetil. Das ist im Ägyptisch-Arabisch Mumessel. Ja, ihr seht, also wenn man sowas hört und dann kommt das auch noch in so einem Satzgefüge, ja, nein, das geht nicht. Leute, so versteht euch niemand. Aber wie bei jeder Sprache, wie bei jedem Dialekt, hören, anhören, aufstehen morgens, Marokkanisch, Arabisch, hören, mit Leuten sprechen am besten, ne? Und die Grammatik, ja, die muss man auch schon lernen, aber das Gute ist halt, wenn man schon Hocharabisch kann, und das wird ja in Deutschland vor allen Dingen, aber auch in vielen anderen Ländern so als erstes gelehrt, ja, dann hat man es. So, und dann denkt man, man kann Arabisch. Von wegen. So, Marokkanisch ist wirklich eine andere Liga. Und die anderen Dialekte sind auch eine ganz andere Liga als Hocharabisch. Ne? Aber jetzt Marokkanisch, wie gesagt, ist von dieser Schnelligkeit, von den Betonungen, Satz- und Wortbetonungen und von den Wörtern, die sie benutzen, ist es halt, und die Schnelligkeit natürlich vergessen wir gar nicht, wo sollte man nicht vergessen, also ich weiß nicht, was die gegessen haben,
Aber die haben es sehr eilig. Die haben es auf jeden Fall sehr eilig, um das zu sagen, was sie sagen wollen. Also, wenn ihr euch Videos anguckt auf im Internet, dann macht jetzt nicht 50%, da hört sich das wirklich so zu langsam an, zu abgehackt. Hört euch die auf 70, 80% an. Es gibt da auch eine gute App, beziehungsweise eine Extension, eine Erweiterung für Chrome-Browser. Die findet ihr in der Beschreibung. So, das wäre es. Bleibt aber noch eine Frage zu klären. Was ist denn die Antwort auf die Frage, die diese Dame dort in dem Video gestellt hat? Also die kann nämlich jeder beantworten, aber nur jeder oder jede, die Marokkanisch-Arabisch kann. Und zwar ist die Auflösung Jim Carrey. Und wenn man das nämlich auf Marokkanisch-Arabisch schreibt bzw. ausspricht, ist es Kari, also Kaf, Alif, Ra und Ja. Und Kari ist nichts anderes als der Mieter. Okay, also das wäre es von meiner Seite. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Like. Und ihr könnt euch natürlich auch abonnieren. Ja.